man trifft sich und er findet dich dann doch gar nicht so toll. Und ich bin dann auf ihn zugegangen und da habe ich schon gedacht, ich werde gleich ohnmächtig. Mein ganzes Leben wird großartig, weil ich jetzt endlich jemanden habe, mit dem ich zusammen sein kann, der mich liebt und alles. Irgendwann hatte ich einen Freund und ich war so, ja, endlich habe ich einen Freund und es war natürlich, ich habe dem so viel Bedeutung gegeben, mir natürlich da auch viel zu viel gefallen lassen und so weiter. Es war auch so eine On-Off-Beziehung. Allein schon so eine On-Off-Beziehung, das ist auch so ungesund auf so vielen Ebenen und so falsch. Das ist eigentlich, man ist sich darüber gar nicht im Klaren, aber man macht sich eigentlich lustig über sich selbst. Ne? Dieses ganze Drama immer wieder, also man zeigt ja auch durch dieses On-Off, dass man gar nicht bereit ist, irgendwas loszulassen oder irgendwas Neues anzufangen. So, das war dann aber irgendwann, das Kapitel war vorbei. Dann fängt man an zu daten, ne? Und es war aber so, dass ich war immer nicht zufrieden mit mir und meinem Körper. Ich war ja auch mit meinem Gewicht dann immer, vor allem da hatte ich auch so eine Phase, wo ich dann wieder richtig aufgegangen bin wie ein Hefeteig. Und ja, also ich habe es ja schon auch öfter gesagt, dass das, was man ja selbst im Inneren fühlt, das strahlt man ja auch aus in der Haltung, also in der Stimme, in allem, in den Augen. So. Und wenn man sich selber so fühlt und findet, es mag Wunder geben, aber es wird in der Regel nicht einer kommen und dann sagen, du bist so großartig. Also weil du das ja gar nicht, du kannst es ja auch gar nicht annehmen oder fühlen, weil das ja völlig auseinandergeht. Also das ist ja wie so Magnete, die sich dann abstoßen voneinander. Funktioniert gar nicht. Genau, und dann habe ich gedacht, es gibt ja diese schnelllebigen Dating-Apps und die habe ich mir dann auch gemacht, natürlich installiert und aber ich habe das damals auch nicht so gecheckt, aber aus welchem Grund habe ich das eigentlich gemacht? Weil das Ding ist, ich wusste doch, dass meine Angst, mich mit irgendeinem Mann zu treffen, viel größer ist, als dass ich mich da überwinden würde. Man braucht ja, vor allem wenn man sich selbst jetzt nicht so toll findet, voll unzufrieden ist, braucht man nicht, aber man handelt dann so, dass du schon so auch ein bisschen Bestätigung bekommst von außen, weil um ein gutes Gefühl zu haben. Das ist aber auch nur so, so weiß ich nicht, wie so ein Zauberstaub für einen ganz kurzen Moment und dann ist er auch wieder weg. Also, aber ist egal, man macht es. Und dieses schnelllebige Dating-App-Ding ist dann ja so, irgendjemand reagiert dann auf dich oder wie auch immer und dann ist da so ein kurzer Moment von, ach, ich scheine ja jemandem zu gefallen und das reicht dann eigentlich auch. Und das war ja bei mir auch so und naja, ich hätte dann schon eigentlich gerne einen Freund gehabt und was Festes und einer, der mir hier all das gibt, was ich mir selbst nicht geben kann und so. Aber ich habe mich nicht getraut zu treffen. Warum? Weil wenn man dann ja erstmal ein bisschen interagiert und schreibt, dann ist das ja so, dass man gefällt sich dann ja quasi auf dieser Basis des Geschriebenen, aber es fehlt ja immer ein riesiger Teil der Information. Also Stimme, Mimik, Gestik, alles. Also es ist ein ganz anderes Gesamtbild, wenn man die Person in echt sieht, als jetzt auf einem Foto ohne irgendwas dazu. Das bedeutet, man summiert sich ja auch den Rest oder auch nicht, aber in der Regel schon. So, und warum habe ich mich nicht mit denen getroffen? Ich habe es immer nicht verstanden. Ich habe immer, also wenn es dann irgendwie dazu kommen sollte, dass man ein Date ausgemacht hat, dann habe ich immer das, ja, ich habe keine Zeit und das immer dann so in die Länge geschoben und hier und da, weil ich diese Angst hatte. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich werde gleich ohnmächtig. Das war so schlimm. Es gab dann ein Date, bei dem ich mich dann überwunden habe. Und es war natürlich, oh, der arme Typ auch. Es war so schlimm. Statt mal zu überlegen, woher kommt diese Angst denn eigentlich und was ist da los, um das aufzulösen, habe ich es dann auf diese
grausame Art und Weise versucht, auf die ich es dann gemacht habe, indem ich mich einfach getroffen habe. Es war ganz schlimm. Aber einfach die Angst ist die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung, das ist das Schlimmste. Es wäre für mich, ich wäre dann dahin gegangen und man macht sich dann ja Hoffnung, oh mein Gott, jetzt habe ich jemand, mein ganzes Leben wird großartig, weil ich jetzt endlich jemanden habe, mit dem ich zusammen sein kann, der mich liebt und alles wird toll, mein Selbstbewusstsein, alles wird hier raketenmäßig abgehen. Natürlich ist das nicht so, aber man hat dann ja diese Hoffnung und dann würde dieser Moment kommen, man trifft sich und er findet dich dann doch gar nicht so toll. Dann bricht ja all das, was man sich so vorher, also quasi die ganze tolle Welt, die man sich im Kopf irgendwie da zusammengezimmert hat, bricht dann ja sofort zusammen. Und deswegen bleibt man lieber in dieser Illusion oder trifft sich lieber nicht, um diese Enttäuschung ja gar nicht erst... Also eine Enttäuschung ist ja das Ende einer Täuschung und um diesen Zustand sich herbeizuführen. Es gab dann ein Date mit einem Mann und ich war, oh Gott. Also ich meine, ich war ja jetzt keine 16, ne? Ich war schon eine erwachsene Frau, aber ich habe es halt nie gelernt. Und ich habe mich dann getraut, alle haben mich auch so motiviert, komm und so trau dich, mach das und lalala und so. Und dann habe ich schon, also natürlich wieder 1500 Mal umgezogen. Ich meine, wer kennt es nicht? So, was zieht man an, als wäre es jetzt das Wichtigste auf der Welt? Nein, ist es nicht. Heute ziehe ich irgendwas an. Ist mir völlig egal. Am liebsten Flipflops, sind meine Lieblingsschuhe übrigens. Und irgendwas Gemütliches, wenn mir danach ist. Oder was Schickes, wenn mir danach ist. Aber nicht um diesen Typen. Das ist... Also als ob das ganze Leben davon abhängt. Man möchte so sehr dann ja gemocht werden und dann fängt man an mit dieser, wirklich, es gibt ja, die lassen sich nochmal die Nägel machen und hier und alles muss perfekt. Das ist ja auch eine Art der Manipulation letztendlich. Naja, so, dann kam das große Treffen und er hat mich abgeholt und ich bin dann auf ihn zugegangen und da habe ich schon gedacht, ich werde gleich ohnmächtig. Auf einmal war ich nicht mehr diese erwachsene Frau, sondern ich bin wirklich wie ein kleines Kind. So, ich habe mich geschämt und ich habe... Gott, wenn er das jemals sehen wird er bestimmt drüber lachen, aber naja. Ich habe dann zu ihm, ich habe ihm das vorher gesagt, ich habe ihm das sogar vorher gesagt, ich sage, kannst du bitte, wenn ich ins Auto steige, also bitte, wenn ich ins Auto steige, mich erstmal nicht angucken, die ersten 5 bis 10 Minuten, weil ich werde dann rot und dann, also ich werde ja auch ziemlich schnell rot, das, ne? So, und wenn ich dann sehe, dass der das merkt, dass ich mich jetzt schäme oder dass ich rot geworden bin oder so, dann wird es noch schlimmer, dann hat man das Gefühl, oh Gott. Hat er das dann auch so akzeptiert hier und da, ich bin dann auch irgendwann voll locker geworden, aber was ja die Pointe der Geschichte ist, dass ich so eine Scham hatte, mich zu zeigen oder gesehen zu werden und dann doch nicht zu genügen und abgelehnt zu werden. Deswegen, also das war wirklich so dieses, ich musste mich quasi erstmal sammeln, weil ich bin erstmal rot geworden, das war mir total unangenehm. Wir saßen auch oh Gott, das ist auch eine super Basis für ein Date übrigens. Wir saßen dann in diesem Auto und es war so richtig, er ist ganz cool damit umgegangen, er hatte, ne, so, aber es war Totenstille, bis ich mich akklimatisiert habe. Genau, und es war wie so, als müsste ich mich erstmal darauf so bereit machen, eventuell abgelehnt zu werden. Er hatte mich dann nicht abgelehnt, also wir haben uns dann irgendwie noch ein paar Mal getroffen, aber am Ende des Tages ist da sowieso jetzt nicht die Love Story draus geworden. Also, ja. Und warum macht man denn das, dieses schnelllebige Dating mit Apps und so weiter, statt etwas Aufrichtiges und Echtes, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was draußen auf der Straße lang geht oder ich weiß nicht, kann ja auch im Supermarkt oder sonst was sein und du siehst jemanden, der dir insgesamt mit seiner ganzen Ausstrahlung, es geht ja auch, mein Lieblingsthema, es geht ja auch um die Energie, die man verspürt bei dieser Person, das kann alles verändern.
Also es geht wirklich da nicht nur irgendwie so um Optik, das ist ja eigentlich wie so ein Deckblatt nur, ne? So, und aber warum habe ich oder ich vermute viele das machen, weil dann diese Dating-Apps, das ist halt so, du weißt, dass da eigentlich nichts bei rauskommt. Also bei einigen schon und es gibt auch Leute, die sagen, es ist total toll. Ich habe da eine andere Meinung zu, aber okay. Und aber du machst dann halt so ein bisschen was, ne? Du kriegst so ein bisschen, so einen kleinen, so einen kleinen Happer quasi, so ein Brotkrümel. Ja, ich finde dich, wenn da einer dir schreibt, was schreiben die? Hallo, wie geht's? Ja, kann man auch verstehen. Also, das hat mich übrigens immer total aufgeregt, wenn die schreiben, ja, hallo, wie geht's? Gut, die schreiben 5 Milliarden Frauen an, in der Hoffnung, jedes blinde Huhn findet auch mal ein Korn. Der fällt dir auch irgendwann nichts mehr Kreatives ein. Das Ganze ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Dann schreiben sie alle, wie geht's? Wahrscheinlich Copy-Paste. Und du freust dich dann darüber und denkst, ach, da habe ich doch jemandem gefallen, wie schön. Aber mehr muss es auch nicht werden, dann bin ich ja doch nicht ganz so schlecht. Und dann bleibe ich schön in meiner Komfortzone, ändere nichts in meinem Leben, keine Persönlichkeitsentwicklung hier und da, dass ich mich mal irgendwie gut fühle oder wohlfühle. Ich kriege ja so einen Happen. So. Und, aber auf Dauer führt das doch zu nichts. Du wirst dann ja doch nicht glücklich. Also ich meine damit nicht, dass man jetzt unbedingt eine Beziehung braucht, um glücklich zu sein. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern dass du dann selbst einfach nicht mit dir in Balance, in Harmonie bist, wenn man sich so verhält, wie ich damals. Wenn jemand mir zum Beispiel mich irgendwie nach einem Date oder so gefragt hat früher oder was, da habe ich immer gedacht, ah nee, der will bestimmt jetzt, wenn ich ja sage, dann will der sich bestimmt nur über mich lustig machen und dann sagen, haha, glaubst du wohl, dich daten? Nein. So, also das war so krass in meinem Kopf, ne? Auch aus dieser ganzen Prägung, aus der Jugend. Und ja, deswegen, da habe ich sogar manchmal, wenn so ganz nette junge Männer auf mich zukommen und mich gefragt haben, ob ich denn einen Freund habe ich gesagt, ja, habe ich, obwohl ich gar keinen Freund hatte, weil dann hätten die mich ja gesehen mit all meinen Stärken, Schwächen, Macken und so weiter und das war ich gar nicht. Ich hatte also diese Angst, nicht gut genug zu sein und diese Angst, abgelehnt zu werden, hat am Ende dazu geführt, dass dass ich lieber Single und alleine geblieben bin, anstatt in eine Beziehung zu gehen, wo ich ja dann doch wieder nur verlassen werde. Dieses Angst vor dem Verlassenwerden oder vor dem abgelehnt werden am Ende ist es ja. Ja. Und dann, ich habe mich nicht mal, wenn einer vor mir stand und mir irgendwie gesagt hat oder so, wenn ich das gespürt habe, dass der mich irgendwie mag oder so, dann ich habe richtig angefangen, mich zu schämen. Ich habe richtig angefangen, mich zu schämen. Ich konnte dem gar nicht standhalten. Also ich wurde dann so richtig, richtig unsicher. Ich glaube, es gibt so vielen Frauen so. Was mir dabei geholfen hat, und dazu werde ich allgemein nochmal ein separates Video machen, ist nämlich also Tanzen, Standard- und Lateintanz. Das, weil ich das ja auch mit unterschiedlichen Männern tanze und so weiter, ich finde, das müsste jeder machen. Also auch Männer, Frauen, egal. Aber das hat mir wirklich, das war für mich lebensverändernd, weil ich da inzwischen ein ganz anderes Standing habe.